Wir wollen das Ganze einordnen mit Christoph Wanner in Kiew. Also Christoph, wir hören jetzt Wladimir Putin, der hat auch gesagt, es gibt guten Grund zur Annahme, dass wir Ihnen, also der Ukraine, den Rest geben. Sieht es denn an der Front tatsächlich danach aus, dass die Verteidigung der Ukrainer langsam aber sicher zusammenbricht? Lass es mich so sagen. Wir befinden uns in einem in einem Abnutzungskrieg. Und die Russen haben an den meisten Frontabschnitten die Oberhand. Das ist wohl so. Aber es deutet nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass die Verteidigungslinien der Ukrainer jetzt einfach am Tag X in absehbarer Zeit zusammenbrechen. Das sehe ich nicht. Die Ukrainer haben tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Das war in der Provinz Kursk im russischen Kernland. Das Ganze hat sich so um den 8. März herum abgespielt. Da haben die Ukrainer nahezu den kompletten Brückenkopf verloren, den sie sich erkämpft haben innerhalb der letzten 7 Monate. Um genau zu sein, rein sind sie da am 6. August in das russische Kernland letzten Jahres und haben über 7 Monate den Brückenkopf gehalten, der am Ende dann auch nicht mehr so groß war wie zu Beginn. Das ist alles richtig, aber jetzt haben sie ihn eben fast komplett verloren, kontrollieren da vielleicht noch 80 Quadratkilometer, vielleicht schon etwas weniger. Nochmal der Vergleich, das entspricht ungefähr der Fläche von Regensburg, mehr ist das nicht mehr. Das ist eine Niederlage gewesen für die Ukrainer, vor allem weil sie dieses Gebiet, diesen Brückenkopf ja als Verhandlungsmasse einsetzen wollten bei zukünftigen Friedensverhandlungen. An den anderen Frontabschnitten ist es so, dass wir im Augenblick Stellungskrieg haben und dass die Russen keine größeren Erfolge mehr erzielen konnten innerhalb des letzten Monats, wahrscheinlich sogar innerhalb der letzten 2 Monate. Da ging es viel hin und her. Mal sind die einen in der Offensive, dann die anderen, aber da fehlen die großen Durchbrüche. Und jetzt zu sagen, dass man der Ukraine den Rest gibt, das sehe ich nicht. Was ich sehe, ist ein Abnutzungskrieg. Und die Gefahr beim Abnutzungskrieg ist, dass eine der beiden Seiten die Ressourcen ausgehen und dass dann die Dämme brechen. Und das wird aber erst passieren, wenn die Chinesen den Ukrainern keine Bauteile mehr liefern für die Drohnen und wenn die Amerikaner und die Westeuropäer keine herkömmlichen Waffen mehr liefern und kein Geld mehr geben und keine Geheimdienstinformationen. Nichts dergleichen sehe ich im Augenblick. Und deswegen kann von den Rest geben, ich sage es nochmal, keine Rede sein.